Ich zeige heute, wie man das Gurtband in unsere Rollotron Gurtwickler richtig einlegt. Einmal bei dem Unterputzgerät, aber auch bei dem Aufputzgerät. Das Gurtband muss natürlich richtig herum eingelegt werden, denn sonst läuft der Wickler später in die falsche Richtung. Falls das bei dir also der Fall sein sollte, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Schauen wir uns einmal das Gurtband an. In meinem Fall habe ich den mechanischen Wickler bereits ausgebaut und das Gurtband passend abgeschnitten. Das Gurtband sollte immer so lang sein, dass es ca. bis 20 bis 30 cm unter dem Gurtkasten geht. Also da kann das Gurtband dann abgeschnitten werden. Und dann müsst ihr noch eine kleine Kerbe in das Gurtband schneiden oder ein kleines Loch in das Gurtband schneiden. Ist in meinem Fall schon gemacht. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, einfach das Ende vom Gurtband umknicken, ca. 2 cm. Hier eine kleine Kerbe reinschneiden und die wird dann später auf dem Wickelrad aufgehängt. Hier haben wir jetzt unseren Unterputzgurtwickler und damit wir das Gurtband gleich richtig auflegen können, müssen wir einmal schauen, ob das Wickelrad in der richtigen Position steht. Das Wickelrad hat nämlich eine kleine Nase und da wird gleich das Gurtband eingehängt. In meinem Fall sehen wir die Nase aber nicht und jetzt kann ich einfach hier die Taste nach oben drücken und das Wickelrad in die richtige Position fahren. Hier haben wir die Nase und da wird gleich das Wickelrad aufgehängt. Übrigens, falls das Gerät noch keine Spannung haben sollte, dann könnt ihr auch diese rote Entriegelungsklammer nehmen, die an der Seite bei dem Gerät eingesteckt ist und damit kann das Getriebe entriegelt werden. Das zeige ich auch noch einmal. Hier haben wir die Klammer, die drücke ich an der Seite rein und drücke diese und jetzt kann das Wickelrad von Hand gedreht werden und so könnt ihr auch das Wickelrad in die richtige Position drehen. Und jetzt können wir das Gurtband einlegen. Das Gurtband wird unter der Umlenkrolle eingesteckt und dann hinten von oben über das Wickelrad gelegt. Und das wird jetzt hier auf den Haken aufgelegt und ich ziehe von vorne stramm. Und damit das Gurtband jetzt nicht wieder runterrutscht, drücke ich einfach vorne die Taste nach oben und wickel einige Umdrehungen auf. So kann das Gurtband nicht mehr runterrutschen. Ich werde jetzt noch einmal die Abdeckung aufsetzen. Und genau so kann mein Gurtwickler jetzt in die Wand eingesetzt werden und ich könnte jetzt die Endpunkte einstellen. Und jetzt schauen wir uns noch kurz einmal den Aufputzgurtwickler an. Da geht es im Prinzip nämlich genauso. Hier werde ich jetzt noch einmal das Gurtband entfernen. Übrigens auch dazu ein Hinweis, ich könnte jetzt einfach die Taste nach unten drücken oder, falls das Gerät keine Spannung haben sollte, nutze ich auch hier wieder die Entriegelungsklammer. Die drücken wir jetzt wieder an der Seite rein. Und dann sieht man schon, ich kann jetzt einfach das Gurtband rausziehen, hier vom Haken entfernen. Und dann schauen wir uns jetzt den Aufputzgurtwickler an. Aufputzgurtwickler, gleiches Prinzip. Das Gurtband muss natürlich eingelegt werden, auf den Haken aufgelegt werden. Und dazu schauen wir uns erst einmal an, ob unser Haken an der richtigen Position ist. In meinem Fall sieht man den Haken gar nicht, also drücke ich jetzt die Taste nach oben und fahre den Haken an die richtige Position. Auch hier gibt es natürlich im Beipack wieder die kleine rote Klammer und die Klammer wird an der Seite reingedrückt und ich könnte das Wickelrad jetzt auch hier manuell einfach in die richtige Position drehen. Also die Möglichkeit hat man bei dem Aufputzgurtwickler genauso wie bei dem Unterputzgurtwickler. So, Gurtband einlegen. Das Gurtband wird von oben in das Gerät eingesteckt. Und dann ist ganz wichtig, das Gurtband muss von unten um das Wickelrad rumgelegt werden und wird dann auf den Haken aufgelegt. Vorne stramm ziehen und dann die Taste nach oben drücken, einige Umdrehungen aufrollen und genau so kann das Gerät jetzt an die Wand geschraubt werden und die Endpunkte können eingestellt werden. Also wie gesagt, achtet darauf, dass das Gurtband richtig herum aufgerollt wird, sodass auch mit der Taste nach oben der Rollladen geöffnet wird und mit der Taste nach unten geschlossen wird. Ich hoffe, dass das Video weitergeholfen hat und sage für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!